Mein Name ist Malte Schuld, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung der HS Luftfilterbau GmbH in Kiel. Wir sind Hersteller von Luftfiltern für Klima-, Lüftungs-, Reinraum- und Nukleartechnik. Wir verfügen über die Messtechnik, um unsere Produkte auch qualifizieren zu können für den gedachten Einsatz. Die Schwierigkeit in dem ist ja immer, der Anwender ist ganz weit weg von der Normung. Wir haben jetzt für den Filter ja auch eine Normung verbiegen müssen, weil die Sie zur Verfügung gestellt haben, ja so nicht messbar waren. Deswegen sind die dann in ein anderes Prüfverfahren gekommen und sind dann nicht nach EN 1822 getestet, sondern nach ISO 16890, was eigentlich ein Filter für RLT-Geräte, ne, also für Gebäudelüftung und dergleichen mehr. Aber das dem Anwender klar zu machen, Jung, ich habe das jetzt geprüft mit einer Norm, die dafür eigentlich nicht greift, weil die dafür greifen würde, dafür war der Filter zu schlecht, was da so aus China kommt. Und die sehen alle gleich aus, und das ist ein schwarzen Kartonrahmen. Ne? Die sind dann alle aufeinander gestapelt. Das kriegt man vielleicht noch argumentiert, aber diese Feinheiten der Norm rauszuarbeiten, das ist schon tricky. Zur Filtration von virenlastigen Aerosolen ist die Filterklasse H13 oder besser empfohlen. Das heißt, wir haben eine Abscheideleistung von 99,95% oder besser. Idealerweise wird ein Raumluftwechsel vom Faktor 5 bis 6 angestrebt, so wie es vom Umweltbundesamt empfohlen wird. Der ist jetzt im Moment natürlich gefordert, um beim Pandemiegeschehen die Raumluftreinigung durchzuführen. Aber wir haben ja einen ungeschützten Begriff. Ne? HEPA bedeutet High Efficiency Particulate Air Filter, also ein hocheffizienter Partikelfilter. Und das kann im Prinzip ja alles sein. Ne? Also auch sehr einfache Filter könnte ich rein theoretisch so nennen, weil es ja eine Relativierung ist. Nur wenn wir einen genormten Filter haben, wie zum Beispiel gemäß der EN 1822 oder der ISO 29463, dann können wir sicher sein, dass es sich auch um einen HEPA-Filter handelt, der auch leistet, was wir uns in diesem Pandemiegeschehen darunter vorstellen. Und die Klassifizierungen sind in diesem Fall jetzt zum Beispiel die Filterklasse H13 oder H14. Das bedeutet, wir haben eine Abscheideleistung gegenüber den Partikeln, die den Filter am ehesten durchdringen, von zum Beispiel bei der Klasse H13 99,95%. Kann man sich auch ganz einfach merken. Die Ziffer am Ende bezeichnet, wie viel Neuner sich in der Abscheideleistung finden. 99,95, 3 Neuner drin, die Filterklasse H14 99,995%. Und die Abscheideleistung geht gegen Most Penetrating Particle Size, das heißt die Partikelgröße, die den Filter am ehesten durchdringt. Wenn Sie Partikel haben, die kleiner sind als die Most Penetrating Particle Size, wird der Filter die effizienter abscheiden als die genannte Nenneffizienz. Haben Sie Partikel, die größer sind, werden die ebenfalls besser abgeschieden. Das ist relativ wichtig, denn wenn Sie keinen echten HEPA-Filter haben, also einen Filter, der nur nominell HEPA heißt, ohne dass eine Normgebung dazu genannt wird, dann hat dieser möglicherweise einen unsteten Wirkungsgrad und er muss auch nicht in allen Partikelfraktionen die Sicherheit bringen, die Sie davon erwarten. Coronaviren kommen in der Regel nicht einzeln vor, sondern in der Regel als Cluster. Das heißt, die Partikel, an denen Viren haften, sind meistens auch größer als 0,3 Mikrometer. Da haben wir jetzt einen Abscheidegrad, der liegt halt eben bei größer 99,995%. Wir haben uns jetzt hier bei der Asecos für einen stabilen MDF-Rahmen entschieden. Was ganz wichtig ist, wir arbeiten hier nicht mit Heißklebern an der Stelle, sondern mit 2 Komponenten Polyurethan, wie sie auch in der Reinraumtechnik zur Anwendung kommen. Und die sorgen dafür, dass es eine sichere Verklebung gibt zwischen dem Rahmen und dem Filterpaket. Das ist auch relativ unlösbar. Wir haben hier keinen Heißkleber, der sich dann möglicherweise wieder von Oberflächen rundlöst. Und was das Wichtigste ist, das ist eine stabile Rahmenkonstruktion. Das heißt, wenn es hier irgendwo zu Verformung kommt, verformt sich nicht mein Filterpaket. Und dann habe ich auch kein Problem damit, dass irgendwelche Leckagen entstehen können. Das hier kann ich natürlich schon ein bisschen verwrinkeln, verformen. Wenn man sich ein bisschen mit Filtern auseinandersetzt, weiß man, dass Verformung dem Filterpaket in der Regel nicht gut tut.
Was den Filter von der Seqos-Lösung auszeichnet, ist, dass wir in diesem Fall kein klassisches Glasfasermedium verwenden, sondern ein ePTFE-Membran. Und diese hat einfach eine mechanisch höhere Festigkeit und eine sehr viel höhere Klassenstabilität. Das heißt, selbst wenn ich das Produkt mit der Luftgeschwindigkeit überfahre, bleibt die Filterklasse weitestgehend stabil. Ich schaue mal aufs Etikett vom Filter, denn da sind ein paar Sachen, die verpflichtend genannt werden müssen. Das ist zum einen der Hersteller des Filters. Es ist eine Prüfnummer zu vergeben, nach der der Filter einer Einzelprüfung unterzogen wurde. Die Norm ist zu nennen. Fehlen diese Angaben auf einem Etikett, das am Filter angebracht sein muss, dann können Sie schon mal davon ausgehen, dass der Filter nicht der Norm entspricht, und dann ist in Zweifel zu ziehen, ob er im Pandemiegeschehen überhaupt einzusetzen ist. In der Regel ist das üblich, wenn ein Produkt eine Seriennummer bekommt, dass eine Prüfung auch durchgeführt wurde. Der Prüfstatus muss auf dem Filter ersichtlich sein. Und dazu ist der Hersteller in der Lage, nicht verpflichtet, aber muss in der Lage sein, ein Prüfzertifikat erstellen zu können, das dann zum Beispiel Teil auch einer Produktdokumentation sein kann. Die EN 1822 ist eine Prüfnorm, um Filter im Bereich der Schwebstofffiltration klassifizieren zu können. Eine nicht zerstörende Prüfung gemäß EN 1822 Anhang A. Das ist ein sogenannter Ölfadentest. Dabei wird das Filter mit einem Aerosol beaufschlagt, was gut sichtbar ist. Und wenn ein Filter Leckagen hat, dann kann man diese erkennen, indem halt eben der Nebel durch diese Leckagen tritt. In der Regel kann man damit einzelne kleine Leckagepunkte finden. Wenn Filter komplett versagen, weil sie den Abscheidegrad nicht erreichen, dann tritt dieser Nebel komplett durch, und damit weiß man, das Filter schafft die Abscheideleistung der Filterklasse EN 1822 H13 auf keinen Fall. Nein, braucht er nicht, weil der Filter wirkt absolut. Alles, was da reingeht, bleibt da drin. Zu 99,995% und besser. Und da wird auch kein Partikel wieder ausgeschleust, da wird kein Virus freigesetzt. Das lässt sich messtechnisch schon mit den Standardmethoden der Norm ganz gut darstellen. Und man braucht auch kein zusätzliches UV-Licht, ja, weil das, was dort an lebender Materie landet, oder quasi lebender Materie in Form von Viren, wird auch dann irgendwann zugrunde gehen, weil einfach nichts da ist, wo sich der Virus mit am Leben erhalten kann. Und damit ist auch diese zusätzliche Einrichtung von irgendwelcher Thermik, UV-Strahlen, Silber, Nanopartikeln oder Ähnlichem völlig obsolet und wird nicht gebraucht. Alles, was es braucht, ist ein hoher mechanischer Abscheidegrad, und der lässt sich mit Filtern sehr, sehr gut erreichen. Der wirkt sterilisierend, das ist richtig, aber er wirkt sterilisierend. Er sorgt nicht dafür, dass die Partikel, die in der Luft sind, aus der Luft entfernt werden, sondern die werden auch wieder in den Raum abgegeben. Und wenn ich mit Viren und Bakterien zu tun habe, die in der Raumluft herumschweben, die dann von dem UV-Licht deaktiviert werden, dann heißt es ja nicht, dass diese Bakterien weg sind. Vielleicht sind sie nicht mehr, oder Viren oder auch Keime, sie sind dann vielleicht nicht mehr infektiös, aber ihre Materie ist noch da. Und das fällt dann unter den Begriff Endotoxine. Auch solche Stoffe können dazu führen, dass es zum Beispiel eine Immunreaktion gibt. Ne? Deswegen ist ein Raumluftreiniger an der Stelle auch wieder besser, weil der nicht nur die Viren und Bakterien zurückhält, sondern auch andere Stoffe, die in der Raumluft sind, Feinstaub etc. Das wird alles dann nicht wieder zurückgegeben in die Atmosphäre, sondern die bleibt dann einfach mal. Das, was an partikulären Verunreinigungen da ist, bleibt einfach schlicht im Filter.